Das sind wir, meine Familie und ich. Und dieses Jahr zieht es uns nach Andalusien. In diesem Video nehmen wir dich mit zu ein paar echten Highlights. Der Seilbahn in Benalmádena, den Straßen von Marbella, den Affen in Gibraltar und natürlich ans Meer, wo wir ordentlich Wellen machen. Komm mit und lass dich ein bisschen verzaubern. Starten wir ganz entspannt. Mit dem Beginn unserer Reise und den ersten Bildern aus Andalusien. Los geht's! Oh, das ist früh. Da wollen wir ein paar Leute zum Flughafen, ne? Hier ist was los, ne? Ja. Viele Leute. Guck mal, hier können wir mal gucken. 5:55 Uhr suchen wir. Steht schon nicht mehr dran. Cool. Hast du es gesehen? Dann müssen wir umdrehen, oder? Ah ja, ist richtig. Du bist so schlau. Jetzt geht's zum Flugzeug. Guck mal, die dicken Mentos und die Lutscher. Sind das echte? Ja. Das sind echte, ja? Die Die kriegst du gar nicht in den Mund, ne? Willkommen in Malaga. Obwohl, das stimmt gar nicht. Wir sind in Mijas, das ist 30 Minuten südlich von Malaga. Hier haben wir unsere Ferienwohnung. Ist übrigens eine Ferienwohnung von Novasol, denkt man ja gar nicht. Kennt man nur aus Dänemark. Hier ist das gute Stück. Die Treppe da gehört nicht zu uns, aber wir sind im Giebel. Und das Fenster, was man da über der Treppe sieht, das ist schon unser. Und dann das Stockwerk da über. Und eine tolle Dachterrasse ist auch noch dabei. Gucken wir uns gleich an. Ist ganz cool, könnt ihr euch drauf freuen. Und ansonsten ist hier der Ausblick ziemlich geil. Man sieht hier das Mittelmeer. Wir sind hier leicht auf Marienhöhe. Und auch ringsherum ist das schon ganz cool. Ja, wir haben uns einen Mietwagen genommen. Wir wollten eigentlich einen Nissan Qashqai haben. Aber die Mietwagenfirma hat anscheinend keinen Qashqai mehr gehabt. Eigentlich ein bisschen unpraktisch, denn wir haben ja einen Touran und der ist halt groß genug für 5 Personen. Wir haben jetzt ein Upgrade gekriegt. Eigentlich ganz geil. Aber bringt halt nur was, wenn du genug Platz hast. Ne? Wir haben jetzt einen dicken BMW X2. Sieht super aus, hat einen Haufen Schnickschnack mit drin. Ist sogar in der M-Variante. Hat also ordentlich Power unter der Haube. Aber er ist halt nicht so geräumig. Wenn wir hier mal reingucken, sieht man halt hier für 3 Personen, also für die 3 Kinder, ist hier nicht so super viel Platz wie in unserem Touran. Aber natürlich vorne sieht es ganz geil aus. Man sieht, es ist auch gerade ein Upgrade an. Das habe ich direkt gestartet, weil bei jedem Start meckert das Teil, ich habe ein Upgrade, drehte mich ab und als Informatiker nervt mich sowas. Also habe ich das Ding jetzt gestartet. Mal sehen, ob das Auto danach überhaupt noch fährt. Aber wenn nicht, rufe ja die Mietwagenfirma an, kriege ich neu. Vielleicht kriege ich dann den Qashqai. Gut, gucken wir uns dann mal die Wohnung an, ne? Groß. Scheiße, ich hab keinen Schlüssel mit. Klopfen wir. Ah, ganz an der Tür. Na, zeigst du mir die Bude? Ja. Cool. Na, dann los. Gut. Fast hingeflogen, das Treppe gehen. Oh, hast du ein paar Schuhe schon? Ja, das sind alles meine. Ja. Ja. Coole Schuhe, vor allen Dingen hier die Hummels, die ausgelatschten. Gut. Na dann. Das ist unser Esstisch und unser Wohnzimmer. Oh, schön, ne? Ja. Na, haben wir hier was im Fenster? Also hier am Fenster haben wir hier noch reinbekommen. Kann man rausgucken, ne? Oh, da ist der Pool, ja, ne? Sieht man den Pool. Den sieht man aber auch gleich da von der Dachterrasse, wo wir nachher hingehen. Da springen wir gleich mal ein. Na gut. Coole Aussicht auf jeden Fall. Was haben wir noch? Die Küche hier. Genau, da ist die Küche.
Und da, Auch schön, ne? da eine Tür wieder ist. Ist das schon alles eingerichtet? Ja. Nicht schlecht. Und das Einzige, was fehlt, ist ein Poster. Ja, das ist natürlich ungünstig. Das ist unser Auto wieder. Ja. Und dann ist hier das Badezimmer. Tür. Oh, das ist auch schön, ne? Fenster fehlt. Aber sonst? Sauber, schön, gute Dusche, Klo. Ja. Ja, gut. Jetzt wird's hoch, ja? Jetzt sind wir in die erste Etage, wo die ganzen Schlafzimmer sind. Mhm. Das ist wahrscheinlich der Rest der Sippe hier, ne? Ja. Bin mal gespannt. Also hier das Schlafzimmer, das erste. Ach nee, hier wird schon der Fernsehen geguckt. Und dann noch halb nackig. Muss ich euch ja komplett auspixeln. Kann ja keine nackigen Kinder zeigen hier, ne? Kleiner Stinker, genau. Guck mal weiter. Der läuft gleich weg, ne? So, das Bad wollen wir aber aussehen. Mach nicht die Tür zu. Dann zeige ich dir erstmal was, Ja, ne? sehr schön. Und du musst jetzt ein Stinker, ja? Okay, Fischer. Gut, weiter. Hier ist dann das zweite Schlafzimmer. Ja, hier ist es warm. Und hier kann man dann auch cool wahrscheinlich. Hier ist sogar auch ein Balkon. Ah ja, ja, cool. Aber es ist eigentlich die gleiche Aussicht, nur halt eine Etage höher. Wo kennst du? Und ich dann hier. Ja, das kleine Abstellzimmer. Ja. Aber schön dunkel und kühl, ne? Ja. Muss ja morgens, ne, wenn die Sonne kommt. Ja, gut. Ja. Mal noch ein Stockwerk, ne? Da unten eigentlich nur noch der Ausgang zu Und dann Terrasse? genau und unsere Waschmaschine. Ja. Die brauchen wir hoffentlich nicht. Nee, also hier ist die Waschmaschine. Dann sind hier unsere Haustiere. Ja, was für welche? So kleine Käfer, Und Ameisenteile. haben wir eigentlich wieder drin, so richtig in der Straße. Ja, gut. Sieht aus wie Ameisen, wie Mini-Ameisen. Und dann ist hier raus. Oh, windig. Gut. Und kommt immer alles weg. Aber ich auch wirklich sehr Geiler Ausblick, ja. Ja. Cool. Und dann sind wir jetzt mal den Pool. Mhm. Ja, cool, wenn man hier nachts steht, das muss ja auch geil sein. Ja, das ist so gut. Hammer. Und Grill haben wir auch. Ja. Und eine Außendusche. Geil. Funktioniert die? Sehen. Boah, Tatsache. Cool. Ja, schöne Wohnung hast du dir ausgesucht. Ja, ich. So, kommen Sie raus. Ohne Schlüssel kommt man ja hier nicht raus. Danke. Gut. Ne, abschließen brauche ich nicht. So, Tag 2, 12 Uhr. 30 Grad. Ich schwitze schon wie ein Schweinchen. Und jetzt haben wir zur Playa de Michas, ne? Ich mach auf. Ich glaube, der ist sogar schon aufgegangen. Kann das sein? Der macht das von alleine normalerweise. Schweinerei. Seid ihr bestimmt schuld. Geht nicht. Jetzt. Hat aber gedauert. Ja. Gut. Seite zu. Gut, zum Strand, ne? Seite richtig. Oder? Und schon sind wir an der Cala de Michas. So, 20 Grad hat das Wasser. Und es ist ganz schön windig und wellig. Na Schnubbi? Hast keine Füße mehr? Kalt! Kalt! Gehen wir noch ein Stück. Oh, Welle! Wuhu! Guck mal, ganz schön nass hier. Echt hoch die Welle, da kann man gar nicht viel weiter reingehen. Auf der Kamera sieht man es immer schlecht. Die Wellen waren in echt viel höher. Meinst du, wie die Leute sind? Ich glaube, es
überall so. Hier auch. Das war cool, ne? Ja. Ja, finde ich auch. Wie war das Wasser? Gut. Und für dich? Ich geh noch. Wie weit gehst du noch rein? Mal gucken. So ganz rein? Weiß nicht, mal sehen. Wenn du ganz rein gehst, kannst du mir dann Bescheid sagen. Okay, mach ich. Geh schon mal hin. So, dein Specki-Papa versucht jetzt ins Wasser zu gehen, ja? Danach komme ich 10 Kilo leichter raus und das ganze Fett ist weg. Ja? Ja, ja, das Meer hat schon ganz andere Herausforderungen gesehen. Oh, da kommt was Großes. Scheiße. Scheiße. Ah! Kacke. Die war gut. Das ist gar nicht so ohne. Da wird es auf einmal so tief und dann zieht das Wasser so richtig durch. Aber ist cool, ist gar nicht so kalt wie gedacht. Oder willst du auch noch mal? Nee, Nee. ich bin gerade trocken. Achso, na gut, verstehe ich. Aber entweder später oder morgen. Das Meer läuft ja nicht weg, ist ja vor der Tür. Gut, na denn. Läuft ihr weg? Haha. Und dann zu gehen Geht's? ist schon recht anstrengend. Gibt's jetzt was für die Futterluke? Das ist das? Ja. Ja, dein Mund. Das ist die Futterluke. Hast du Hunger? Ja. Cool. Ja auch. Mama. Du hast einen Burger? Ja. Ja, na dann, einer mit. Jetzt muss ich ausmachen, hier läuft Musik. Ich krieg einen Copyright-Claim hier. Passen nur 4 in eine Gondel. Das heißt, wir beide fahren. Wir fahren mit Mama. Und wir waren der Erste. Wir fahren als erstes. Und auf dem Rückweg machen wir dann andersrum. Ja. Ja. Okay, für dich, Mama. Ich bin einverstanden. Du bist froh, wenn du es überlebst, ne? Du hast gesehen, wie klein die sind. Ja, Oh, jetzt will man nicht abstürzen. Nee, auf gar keinen Fall. Aber wenn man das so sieht, wir fahren geradeaus und fahren eigentlich auf eine Wand zu. Und da geht's gleich hoch. Krass. So toll? Ja. So, dann gehen Sie mal. Und hat geklappt? Nee. Oh, Gut, wir sind raus. Nein. Hola. Danke. Na, habt ihr was vergessen? Ja, mein Kind. Oh weh, oh weh. Ich hab's ja noch gemerkt. Wie war's denn? Ja, war cool. War gar nicht so schlimm, ne? Oder? Die Ordnung ist ein bisschen schlecht. War doch gar nicht so schlimm. Na gut, dann lass uns mal. Oh, cooler Blick. Wir sind hier oben auf dem Monte Calamoro, auf über 700 Metern Höhe. Aber wir sind noch nicht ganz am Gipfel. Wir dürfen jetzt noch ein bisschen wandern. Je nach Weg sind es etwa 5 bis 10 Minuten Fußmarsch und rund 30 zusätzliche Höhenmeter bis ganz nach oben. Was ist denn das Problem hier? Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, willst du was trinken? Hab ich schon. Ich hab schon fast meine ganze verfault. Oh, jetzt ist ja noch mehr da. Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen von der Seilbahn. Immer hast du Schmerzen. Wobei es nicht so weh. Nie hast du mal keine Schmerzen. Was ist denn nur los? So ein krankes Kind.
Fast geschafft, Hase. Hier ist der Gipfel. Da Ja, sind viele. Yay, geschafft. Yay, Trinken, yay. trinken, Hi. Papi. Hey, Noe. Yay. Wuhu. Wuhu. War gut. Du hast es auch geschafft. Yay. Papa, darf ich trinken? Ja. Hier gerade in der Seilbahn und während wir die Aussicht genießen, überlegen die Kinder ernsthaft, was eigentlich passiert, wenn wir abstürzen. Oh, ihr seid ja auch ganz dicht jetzt hier, ne? Oder fühlt ihr euch trotzdem sicher? Ich habe Angst, weil ich abstürze. Ja, das wäre nicht cool, ne? Ja, dann werden wir tot gemacht. Wahrscheinlich. Dann schlittern wir hier runter. Und werden tot gemacht. Und man muss aber nicht unbedingt tot sein, man kann sich auch quälen. Man kann sich schwer verletzen, ne? Ja. Naja, so schwer verletzen, ne, dass man später stirbt, ne? Ja. Das war Bena Maldena. Nach dem Aufstieg wird es Zeit, wieder runterzukommen und den Weg Richtung Mabea einzuschlagen. So, ich dachte, wir haben jetzt hier einen schönen Spot. Das sind die Dünen von Atola. Man geht jetzt hier durch die Dünen. Aber dass der Parkplatz so voll ist und vor allen Dingen ist noch einer dichter am Strand, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir hätten jetzt hier Ruhe. Ganz alleine. Aber irgendwie nicht. Meinst du? Gleich ist ja auch ganz leer. Ja, ich glaube nicht. Kann man gut fahren, hier kann man auch schön durchlaufen. Ne? Ist schön, ne? Guck mal, oh, guck mal, wie ruhig, keine Wellen. Gar nichts. Das ist ja krass. Ja, wir gehen nach rechts dann. Das ist ja richtig cool heute. Überhaupt keinen Wind. Geil. Ich springe als erstes rein. Wieso springt ihr als erstes rein und nicht ich? Papa, ich bin als erstes drin. Damit uns auch coolere Wellen begegnen. Ja, wir gehen hier nach rechts. Es bei uns wärmer wird. Aha. Und das passiert, wenn ihr als erstes drin seid? Ja. Dann habt ihr coolere Wellen und es ist wärmer? Ja, dann wird es wärmer für uns zuerst. Okay. Würde ich ja jetzt ja denken, ach so, weil du dann als erstes reinpupst Ja, oder was? nein, dann nur noch dann gewöhnt sie sich schneller dran. Ach so, okay. Mensch, hier ist aber was los. Oder nur noch? Ja. Dann bitte wollen alle nach rechts. Ja, die wissen, glaube ich, alle, dass das hier cool ist. Und bei dir war es das mit Baden? Ja, ich war ja richtig Hi. cool. Du warst Ah, richtig ja. drin. War ja richtig. Und da war genug gebadet. Ist ganz schön kalt. Ja. Du hast doch eben deinem Vater gesagt, komm rein, ist es oft gar nicht kalt. Ja, damit Papa reinkommt. Ach so. War nicht. Und dann gehst du raus. Ein Stück. Nein, ich wollte, dass du reinkommst. Ich bin nur wegen dir reingegangen. Du hast gesagt, du kommst nicht rein. Und jetzt kommst du nicht rein. Da kommen wir ja noch mit rein. Vielleicht ziehst du dich erst um, damit Papa sagen kann, er geht jetzt rein. Genau, wenn du fertig bist, dann gehe ich rein. Das würde zu dir passen. Ja. Und das ist bestimmt. Ja, natürlich. Wer war das? Wollte die Muscheln sagen.
Mann, Ja, auch Und da musst du hin. Oh, bist du wach, ne? Musst du dir da Ohrringe draus? Das geht nicht, weil ich bin nur Schatzverwahrerin. Aber das machst du immer nicht so gut, Ich ne? muss da gut drauf aufpassen. Und dann verlierst du sie zufällig. Ich möchte lieber von meinem Recht zu schweigen drauf machen. Das glaube ich besser so. Ich fand es gerade ziemlich cool im Wasser. ja, ich auch. War überhaupt nicht kalt, ne? Ja. Und vor allen Dingen nicht zu heiß, ne? Weil die Sonne nicht da war. War eine gute Idee, ne? Außer, dass wir den ganzen Tag im Haus verbracht haben. Ja. Aber muss Und auch im mal Pool. sein. Und im Pool. Und im Pool, ja. Also im Wasser. Wenn ihr einen Knall hat, ich hab gefroren. Du bist ja ganz schön eklig. Schweinchen. Und wann hast du das vor? In meiner Nähe? Oder? Na, sie hat es doch schon. Leute, wenn Nora einen Knall hat, dann fort sie die ganze Zeit und dann macht. Genau, das ist Nora Schweinchen. Und das ist Mathilda Schweinchen, die immer in die Hose kackt. Und Leute, wenn wir einen Knall von Nora hören, das ist Tabea. Also ich habe gerade einen ziemlich langen, lauten Knall im Auto gehört und dann hat es gestunken. Oh ja, das war Nora Schweinchen. Als Nora ein Auto Da haben wir die ganze Autobahn mit verpestet. Nora hat. Weil ich nicht darüber reden. Richtig. Und bevor wir hier endgültig den deutschen Umweltpreis gewinnen, machen wir mal schnell weiter. Und gelungener Tagesabschluss? Ja. Ja, Ich dachte, du würdest auch noch was ich sagen. habe den Tagesabschluss noch nicht ganz wahrgenommen, weil das Beste des Tages kommt ja jetzt Du noch. musst- Alle Kinder dürfen duschen und ins Bett gebracht werden. Kann ich ja auch machen. Ich kann das. Ich bin schon groß. Wir können auch selber. Auch wenn meine Eltern mich anscheinend nicht erzogen haben. Nee. Oma, Opa, ihr müsst es wirklich noch mal besser machen. Ja. Im nächsten Leben. Oh, guck mal, das Mabea-Schild. Willkommen in... Mabea. Nach diesem großartigen Bling-Bling-Intro geht es jetzt ruhiger zu. In Mabea haben wir uns gemächlich treiben lassen. Vom Park der Alameda, durch die kleinen Gassen Das sind aber enge Gassen hier, ne? bis zum Plaza de los Nachantros. Und Ich habe mal gehört, unter einem Orangenbaum kriegt man einen Kurs. Wo hast du das denn gehört? In einem Märchen Hat ganz irgendjemand nach den, erzählt, der Gebrüder irgendwas von Misteln erzählt. aber ob das stimmt? Keine Ahnung. Aber es klingt romantisch. Also machen wir es einfach. Und dort ging es weiter durch die Altstadt. Vorbei an weißen Häusern und engen Gassen. Bis zur Puente Cristo del Amor. Unten im Wasser Schildkröten, die so entspannt waren, als hätten sie den ganzen Tag nichts anderes vor. Habt ihr die Schildkröten da hinten gesehen? Dann weiter zum Castillo de Mabea. Und Überraschung, noch ein Orangenbaum. Also, was soll ich sagen? Traditionen müssen Du gepflegt musst es werden. schon wieder ertragen. Ein Orangenbaum. den Arm dran. Ja. Ganz arm. Dann sind wir über den Plaza de Iglesia gelaufen. Und zum Abschluss wieder am Plaza de los Nachantros gelandet. Und weil alle guten Dinge 3 sind, gab es natürlich noch einen letzten Orangenbaumkuss. Orangenbaum. Mabea, du warst schön.
Ronda. Die eine Frau war verwirrt. Gut, genug Verwirrung für den Moment erzeugt. Wir sind in Ronda angekommen und haben auch hier erstmal einen Spaziergang gemacht. Los ging's in der Carrera Espinel, der typischen Bummelstraße der Stadt. Mama, warum sind wir heute hergefahren? Weil du das vorgeschlagen hast. Hab ich das vorgeschlagen? Okay. Warum habe ich das vorgeschlagen? Was sieht man hier? Neustadt, eine Altstadt, Ja? Brücken, eine Stierkampfarena. Oh, cool. Da habe ich das ja gut rausgesucht. Dann hört's auf, ja. Ja, deswegen gucken wir uns das ja an. Genau, wir legen Geil. wieder ein bisschen mehr. Sehr gut. Von hier aus sind wir weiter zur Stierkampfarena gelaufen. Vor dem Eingang stehen ein paar beeindruckende Statuen. Die musste ich natürlich mitnehmen. Rein sind wir nicht, aber von oben kann man ja ganz gut reingucken. Und selbst dieser Blick reicht, um zu verstehen, wie mächtig das Ding wirkt. Weiter ging's zum Mirador de Ronda. Dort hat jemand Harfe gespielt. Und für einen Moment hatte die ganze Stadt so eine Ruhe, als würde sie extra für uns die Zeit anhalten. Auf dem Weg zum Highlight, der Puente Nuevo, stand meine Frau im Bild. Ja, das Foto gemacht. Ja, aber die von dir. Nicht von mir. Aber ich mache einen Film von dir. Hast du ja nichts zu sagen, ne? Kannst mich nachher mit so einem dicken Smiley drüber. Ja. Auspixeln? Okay. Challenge accepted. Die Brücke selbst ist einfach unfassbar. Die Brücke. Ja, das ist die Brücke. Die sind aber nicht Margarine. Was nicht? Ja, sieht anscheinend nicht jeder so. Naja, egal aus welchem Winkel man sie filmt, sie sieht immer pompös aus. Später sind wir weiter zum Mirador de Maria Auxiliadora. Auf dem Weg dorthin ist neben den Kindern auch wieder meine Frau ins Bild gelaufen. Ohne es zu merken. Ist gut. Ich hab gelacht. Gut, gut. Sie hat kommentiert, Richtig gescheit. Das spuckst dir was an. Challenge completed. Von dort konnte man eigentlich noch weiter runter, zum Mirador Puente Nuevo de Ronda. So, da wir den Weg nicht runter schaffen, gucken wir uns die Bilder an, ne? Und, ist cool? Ja. Wollt ihr doch noch runter? Nein? Ich wollte ja, aber bei 35 Grad und 3 Kindern, die schon beim Wort bergab gestöhnt haben, Schade eigentlich. haben wir es gelassen. Ich hätte Lust. Und dir ist egal. Das ist dir auch egal? Ich weiß es nicht. Weißt nicht, kannst du nicht Ich entscheiden. weiß es einfach nicht entscheiden. Ach, mir ist auch egal. Also ich würde gern, aber ist halt so nicht. Ich will ja auch keine Kinder hochschleppen da, ne? Manchmal gewinnt die Vernunft. Am Abend ging es dann noch in den Pool. Ach, die Matratze. Komm gleich wieder. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Hallo. Und zweiter Versuch. Ja. Oh, Ja, war ja klar. hat ja gut geklappt. Ich will bitte rein. Ich will bitte rein. Nee. Oh Mann. Danke, Masi. Kannst du mal Handy süchten? Ich weiß, süchten. Danke. Handy süchten. Sichten und süchten. Suchten.
Warum? Weil ich das genau 2 Minuten in der Hand Ja, habe ich auch gemacht, gerade deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. habe. Ich nicht anders vermutet. Ich dachte, das dauert noch länger. Nee, hat gereicht. Aber deswegen habe ich die Matratze jetzt vergessen. Die war schon längst aufgekommen. Die haben dich noch nicht vermisst. Die haben noch nicht gefragt, und kommt was rein. Ja, hab ich mir gedacht. Soll ich die auch nochmal rein. Also, ich meinte, ihr sollt da alle drei hintereinander raufspringen. Ich zeige euch das jetzt. So bringt man den Kindern bei, Das war so. wie man eine Matratze zerstört. Breitbeinig drauf, aber nicht im Rücken springen. So, los. Los, rein mit dir. Siehst Beine breit, ich seh's schon. Genau. Das war gut. Jetzt noch 3 Mal, dann ist die Matratze kaputt. Und genau so war's. Und dann kommst du da rein. Ich kaufe meinen Kindern gar nichts. Ich gönne ihnen nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln. Richtig. Und damit endet unser Tag mit Spielen und dem Sonnenuntergang auf der Dachterrasse. Die Tage vergehen wie im Flug, aber das Highlight wird ja erst noch kommen. Zuvor springen wir aber einmal kurz ans Ende. Letzter Tag in Spanien. Wir haben uns nochmal entschieden, in Marbella an den Strand zu gehen. Das war die dichteste Option, ohne weit fahren zu müssen. Eigentlich wollten wir nochmal nach Malaga, aber es war uns jetzt doch zu weit, nochmal fast eine Stunde zu fahren. Eigentlich ein bisschen traurig. Wir sind ja nach Malaga geflogen und dann hier eben zur Unterkunft. Jetzt waren wir nicht einmal in Malaga. Aber es ist auch nicht so schlimm. Ich würde sagen, der Strand hier und die Wellen, die gleich zum Toben einladen, die entschädigen hier komplett. Das wird gut. Habt ihr aber einen schönen Platz gesucht? Stolz auf uns. Brauchst du Hilfe? Ich brauche so vieles in meinem Leben. Und? Was wäre jetzt? Jetzt brauche ich eine Zuneigung. Hast du? Bist du glatt? Na, es ist kalt. Ja. Und da liegen sehr viele Steine. Ah, stimmt hier. Bisschen. Ja. Und es geht dann auch wieder gleich tief runter, wa? Ja, ich dachte, das wäre wärmer. Ich bin unentschlossen. Oh. Hast dich entschieden? So, jetzt geht's, aber schön ist nicht. Aua! Wirklich kalt heute. Hat der Wind die ganzen kalten Schichten hochgewirbelt. Oh. Da willst du auch? Also es haben jetzt 3 Kinder gesagt, Mama, das ist nichts für dich, lass es dir. Also bleibst du hier hat mich stehen. nicht motiviert. Halt sonst war noch nie so kalt. Diesen Urlaub. Ja, gut. Ja, ich guck mal, ich brauche nicht. Zeig mal her, was du machst. Hast du anders überlebt? Schön. Doch bevor wir hier weitermachen, springen wir ein paar Tage zurück. Willkommen auf dem Felsen von Gibraltar.
Unser Tag startet hier, auf einem Parkplatz in La Linea. Wer mit dem Auto nach Gibraltar fährt, hat entweder Zeit oder sehr viel Geduld. Es ist eng, es ist voll und zu Fuß bist du einfach schneller drüben. La Linea liegt direkt an Gibraltar dran. Das sieht man auf der Karte sofort. Also parken, aussteigen und ab Richtung Grenze. Es sind nur ein paar Minuten zu Fuß. Und auf dem Weg dorthin können wir das Schauspiel genießen. So lange ist die Autoschlange gar nicht nach Gibraltar heute. Zu Stoßzeiten kann es hier schon mal bis zu 90 Minuten Soll dauern, sonst viel länger sein. Ja. bis man durch ist. Ja, aber es geht nur noch um die Kurve, um den Parkplatz und dann ist gut. Hier ist jetzt die Grenze und hier müssen wir unsere Pässe vorzeigen. Und was macht man da? Geht man nur auf den Berg da? Man kann auf den Berg gehen, aber es ist ja auch eine Stadt. Ne? Das ist ein ganz kleines Land, das zu England gehört. Aber wir gehen nicht auf den Berg, weil das ist zu anstrengend. Es gibt eine Seilbahn. Wirklich? Ja, vielleicht fahren wir damit hoch, aber mal gucken, wie voll das da ist. Ne? Guck mal, hier werden die Leute jetzt in den Autos kontrolliert. Ne? Die zeigen ihre Pässe vor und dann dürfen sie rein und wir machen das gleiche jetzt zu Fuß. Und das ging schneller als gedacht. Interessant hier. Als EU-Bürger wurden wir einfach durchgewunken. Das ist eine englische Telefonzelle. Sowas kennt ihr gar nicht mehr, ne? Sowas stand früher rum und da hat man telefoniert, bevor es Handys gab. So, jetzt seid ihr gleich eingesperrt. Und da kann man sogar eine Telefonkarte reinstecken. Herrlich, wie fremd das für sie ist. Und dann geht's einfach über die Landebahn. Zu Fuß. So, aber das ist hier die Landebahn jetzt. Aber hier können hier doch auch die Flugzeuge fahren. Die landen hier so quer drüber. Das ist die komplette Landebahn hier. Ja. Krass, ne? Dass man hier einfach rübergehen darf. Ja. Wird halt gesperrt, wenn ein Flugzeug landet. Ne, dann geht die Ampel auf Rot, wo wir entlang sind. Und fertig. Noch keine 5 Minuten in Gibraltar und schon sieht man, Platz ist hier Luxus. Jeder Meter zählt. Und dann haben wir uns auf den langen Weg durch die Stadt zur Seilbahn gemacht. Es war warm, es war anstrengend. Und man hat sofort gesehen, wie anders die Architektur hier ist als in Spanien. Aber irgendwann waren wir da. Und dann 2 Stunden Wartezeit, komplett überfüllt. Also haben wir uns für eine dieser vermeintlichen Touristenfallen entschieden. Eine 3-stündige Minibus-Tour. Knapp 300 € für vollen Zugang. Und ganz ehrlich, jeden Cent wert. Und damit ging's los. Unsere erste Station, die Pillars of Hercules. Und auf dem Weg dorthin ein kleines Highlight in Sachen Vater-Teenager-Kommunikation. Was musst du erzählen? Wo bist denn du gerade? Im Auto. Im Auto? Okay, cool. Du bist im Auto im Urlaub, ja? Prima, Kind. Zum Glück haben wir sonst mehr zu sagen. Nach einer kurzen Fahrt waren wir an unserer ersten Station. Wir haben die Aussicht genossen, während unser Fahrer erklärt hat, was es mit den Säulen des Herkules auf sich hat. Okay, guys, this is the Strait of Gibraltar. Mediterranean Sea, Atlantic, it's over there. If you see that mountain over there, that is Morocco. Ah, yes. Okay? And this is why this part of the tour we call it the Pillars of Hercules. The pillars mean the 2 pillars. One of them is Morocco, and the other one is Gibraltar. These are 2 pillars. And from one pillar to other pillar is 27 kilometers more or less. Okay, dann weiter zu St. Michael's Cave. Okay, hast du noch was zu erzählen? Nee, das war's. Wir gehen jetzt in die Tropfsteinhöhle. Sind die hier? Ah, cool. Haben sie cool beleuchtet, ne?
Kaum aus der Höhle raus, saß schon der erste Affe mitten im Weg. Und ein paar Meter weiter der nächste. Und unser Taxi hat inzwischen auch Gesellschaft. Du da oben. Sitzt da einfach auf unserem Auto. Der war eben auch schon und sein Snack gefuttert. Nüsse geklaut. Ganz normal hier. So, dann gucken wir mal, ob der Affe jetzt mitfährt. Als Sache. Das stört ihn noch nicht mehr. Stört ein Football hier. Yo. Is he now coming with us? I don't know. Yeah, he can. Because normally they live in groups, troops. Okay, so maybe he's jumping off the car when we Yeah, the thing start. is, I left the car open. Yeah. And he went inside because there was a big package of peanut behind. Ja. Because they will know his food inside of the car. Kommt ja wohl mit jetzt, ne? Gut. Oh. Mal gucken. Er ist tatsächlich mitgekommen, aber nur bis zum nächsten Baum. Und tschüss. Weiter zum nächsten Halt. Willkommen auf dem Gipfel des Felsens von Gibraltar. Hier begrüßt uns der Skywalk. Und nach dem obligatorischen Blick in die Tiefe haben wir das 360-Grad-Panorama genossen. Affen gibt's hier oben natürlich auch. Anscheinend ist das sogar der Top-Spot dafür. Erwachsene durften hier fühlen und die Kinder füttern. Und ein paar Affen haben sich zwischendurch gestritten. Wichtig ist nur, du darfst die Affen nicht anfassen. Das machen nur die Affen. Sonst gibt's eine saftige Geldstrafe. Und wenn es ganz dumm läuft, eine ordentliche Fleischwunde. Weiter geht's zur Nordseite des Felsens. Hier wartet eine Aussichtsplattform. Mit Blick über die Stadt, Flughafen und die Bay of Gibraltar. Man kann ja auch die Tunnel besichtigen. Haben wir aber ausgelassen. Und klar, ein Affe hat dort auch schon gewartet. Gut, das zu futtern, ne? Na, wo geht's hin? Nein? Vorletzter Halt, die Great Sierge Tunnels. Hier sind wir zu Fuß hingelaufen. Das hatte uns der Taxifahrer empfohlen. Und unterwegs sind wir wieder einem Affen begegnet. Äffchen. Hallo Äffchen. Ja, du denkst auch, was sind das für Hoshis, ne? Ja, genau, lass mich in Ruhe. Oh, wo gehst du hin? Ja, hast keinen Bock auf uns, kann ich verstehen. Alle latzen dich an. Keiner lässt dich in Ruhe, ne? Die armen Viecher. Menschenkontakt steht bei denen wohl in der Stellenausschreibung. Wie auch immer, weiter ging's in den Tunnel. Helme gab's auch. Meiner saß natürlich perfekt. Und in der Spitfire Hall hing wirklich ein Flugzeug. Ziemlich cool. Der Rest, viel Geschichte. Lassen wir jetzt mal weg. Stattdessen ging es weiter. Runter die steilen Stufen, in die Stadt, rein in die Bummelstraße, bis zum Marktplatz. Nett, aber oben auf dem Felsen war es eindeutig besser. Wir sind dann gemütlich über die Landebahn zurückgeschlendert. Zeit, um mal kurz den Tag zu sortieren. So, wie hat's euch gefallen? Gut. Ja, Aber zu warm. zu warm, aber zu warm ist ja immer hier im Moment, oder?
Weil wir haben fast 15.000 Schritte. Ja, unser Rekord hier im Urlaub, ne? Gut, mir hat's auch gefallen. Hat sich gelohnt. Nochmal Aussicht. Auf zum nächsten Abenteuer. Heute sind wir in Fuengirola und wir machen heute eine Bootstour und hoffen dabei Delfine zu sehen. Die Tour geht 2 Stunden. Es geht rauf aus Mittelmeer. Ganz viele Fische. Oh ja, da. Und noch mehr, ne? Cool. Und da ist ein kleiner. Ja, Da sind 2. und hier sind auch 2 kleine Fische. Hier, einer und 2. Die sind keine Fische. Okay. Es geht raus aufs Mittelmeer. Es ist ein bisschen stürmisch. Hoffentlich ist der Seegang nicht so hoch, weil sonst haben hier mindestens 2 Personen die Seekrankheit und die Kotzerei. Wir werden es sehen. Wird schon passen. Es kam, wie es kommen musste. Wind und Wellen. Ganz viele Wellen. Keine Delfine. Einer Person ist langweilig und ist müde. Noch einer Person ist langweilig und ihr ist kalt. Und dann haben wir noch 2 seekranke Personen. Die stehen hier und schauen, dass sie nicht kotzen. Yay! Wenn schon keine Delfine, sollen die Leute wenigstens Spaß haben. Das ist schon ein cooler Luxus, dass man hier jeden Tag an den Strand, ans Mittelmeer gehen kann, es nicht weit ist, es ist immer warm, teilweise echt zu warm, aber es ist schon ganz geil. Ja, der Ausblick ist halt einfach der Hammer, ne? Dann ist das Mabea-Sign. Das finde ich irgendwie auch ganz cool. Wir haben die Betonwüste, die Berge, was auch immer das für ein Turm da vorne ist. Und hier zwischen den Bojen da hinten, keine Ahnung, ob man das sehen kann, wenn man dann ranzoomt. Aber da ganz hinten zwischen den beiden roten Bojen, da ist der Felsen von Gibraltar zu sehen. Oder auch nicht. Und eben nachher auch die Straße von Gibraltar. Ist schon geil. Ein bisschen schade ist es, dass der Urlaub jetzt vorbei ist. Aber man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist. Wow. Ja, ich würde sagen, freuen wir uns einfach auf den nächsten Urlaub. Ne? Bis zum nächsten Mal.